Der Triumph der Maschinen hilft den kleinen Leuten nicht. Du kennst das. Es ist Montagmorgen, du öffnest den Laptop und bevor du überhaupt Kaffee hast, stapeln sich Mails, WhatsApp, Angebote, irgendeiner will wieder was von dir. Und dann noch die Frage, kannst du kurz? Und es ist so, dass du nicht zu wenig arbeitest. Du arbeitest zu viel und trotzdem fühlt es sich an, als würdest du hinten raus langsamer werden. Es kommt auch wieder überall der Satz, mach's doch mit KI, dann wird's leichter und schneller. Viele KMUs erleben gerade das Gegenteil. Mehr Tempo, mehr Vergleich, mehr Preisdruck, aber ja, die Aufgaben, die gestern noch Büroarbeit hießen, sollen heute in einem Klick im Toolmenü vollzogen werden. Aber die Qualität hinkt hinterher. Damit du verstehst, warum das so hart einschlägt, eine kurze Szene. Stell dir zwei Pferde im Jahr 1905 vor. Die stehen am Rand einer Straße und sehen ein komisches, lautes Ding vorbeifahren. Das erste Pferd sagt, das war's. Die Maschine nimmt uns die Arbeit. Das zweite lacht und sagt, Blödsinn, es gibt immer Arbeit. Die Menschen ziehen in die Städte. Da brauchen sie uns erst recht. Und wenn das Auto kommt, entstehen neue Jobs für Pferde, die wir heute gar nicht kennen. Du weißt, wie die Geschichte endet. Nicht, weil Pferde faul wurden, sondern weil sie für die neue Wirtschaft nicht mehr passen. Sie finden nicht weniger Arbeit, sie finden gar keine Arbeit, die ihre Kosten trägt. Genau diese Logik trifft jetzt viele Tätigkeiten am Bildschirm. Nicht deinen Fleiß, nicht deinen Charakter, deine Aufgaben. Früher ersetzten Maschinen mechanische Muskeln und heute ersetzen Systeme mechanische Köpfe, wenn man so will. Und heute bekommst du 5 klare Steps, mit denen du dich auf die Seite stellst, die steuert, statt auf die Seite, die nur reagiert. Starten wir mit dem ersten Step. Du denkst ab heute in Aufgaben und nicht mehr in Berufen. Ein Beruf klingt stabil, auch in Deutschland. Das ist ein Aufgabenpaket, was sehr schnell zerbröselt. Aber schreib dir deinen Tag in kleine Bausteine. Statusmail, Angebot anpassen, Zahlen aus System A nach Excel. Freigabe prüfen, Protokoll, FAQ beantworten. Dann stell dir pro Baustein eine einfache Frage. Kann ich das als feste Schritte beschreiben? Wenn ja, kann ein System es lernen. Vielleicht nicht perfekt, aber oft good enough. Und das reicht im Wettbewerb. Zweiter Move, du baust dir einen Qualitätsgate, bevor du mehr Output produzierst. Viele machen den Fehler, KI wie einen Chef zu behandeln. Sie lassen Text oder Analyse rauslaufen und hoffen, dass es schon stimmt. Du verlierst dabei aber Vertrauen. Im KMU kostet dich ein Fehler viel Geld. Er kostet dich auch deinen Namen und die Beziehung zu deinen Kunden. Mach es anders. KI liefert den Rohbau und du machst die Abnahme. Du prüfst Zusagen, Zahlen, Haftung, Ton. Und du ergänzt echte Details aus deinem Betrieb. Du schickst es auch erst dann raus, wenn es wirklich aufpoliert ist. Wenn du Zahlen brauchst, dann rechne nach oder ziehe eine Quelle aus deinem System. Ohne Quelle ist das sonst nur Deko und AI-Slop. Der dritte Move. Nutze KI dort, wo sie wirklich frei macht und nicht dort, wo sie dich ersetzt. Es klingt jetzt erstmal gleich im ersten Impuls, aber es ist nicht gleich. Ersetzt heißt, du gibst eine Standardaufgabe ab, die genauso gut du jeden Tag machst. Frei macht heißt, du sparst dir den Vorlauf und gewinnst Zeit für Entscheidungen. Für Kunden, Führung, Verhandlung. Beispiele, die in fast jedem Betrieb sofort ziehen, sind, aus Stichpunkten einen sauberen Kundenbrief zu bauen. Du prüfst nur noch Inhalt und Zusagen. Oder aus Notizen ein Protokoll mit To-Dos zu bauen. Da prüfst du nur noch die Entscheidungen, die daraus abgeleitet werden. Oder aus einem Wirrwarr an Infos wird eine geordnete Liste, die du am Ende priorisierst. Und ja, ich sag's klar, für präziseres Coden mag ich Claude und Anti-Gravity. ChatGPT ist dafür ungeeignet und kann es überhaupt nicht, Stand jetzt. Für Textentwürfe und Struktur kann es helfen, wenn dein Gate steht. Heißt also, schau auch immer da, welches LLM besonders gut für welche Aufgabe am Markt funktioniert. Der vierte Move. Du baust dir Wertbeiträge, die Maschinen schlecht liefern. Maschinen können Muster, Menschen liefern Verantwortung. Wenn ein Kunde wütend ist, rettet dich kein Prompt. Wenn ein Angebot schief kalkuliert wird, zahlt kein Bot die Rechnung. Wenn ein Projekt kippt, führt kein Tool das Gespräch. Frag jetzt also nicht, wie halte ich meinen Titel, sondern wofür zahlt man mir wirklich Geld? Das ist vielleicht ein doofes Beispiel, aber es ist schon so, dass du teure Fehler vermeidest, weil du früh Grenzfälle erkennst. Du erhöhst auch Abschlussquoten, weil du Kunden sauber führst. Du bringst
Ordnungen, Prozesse, damit das Team schneller liefert. Oder du triffst Entscheidungen, wenn Informationen unvollständig bleiben. Das sind Dinge, die skalieren nicht über perfekte Texte. Sie skalieren über Urteilsvermögen und Beziehung. Der 5. Move. Du sprichst im Betrieb über die Verteilung, sonst landet der Gewinn woanders. Was meine ich damit? KI kann Produktivität hochziehen. Das heißt noch lange nicht, dass bei dir mehr ankommt. Wer Tools besitzt, Dateien bündelt und Prozesse kontrolliert, nimmt oft den größten Teil mit. Darum stell dir die Frage offen: Was machen wir mit den Produktivitätsgewinnen? Investieren wir in Qualifizierung? Bauen wir neue Rollen? Entlasten wir das Team oder drehen wir nur die Schraube fester? Dieses Gespräch fühlt sich unangenehm an, aber Schweigen fühlt sich später viel, viel schlimmer an. Und jetzt das Bild von vorhin, ohne Nebel. Du bist nicht das Pferd, das einfach aussortiert wird. Du bist natürlich ein Mensch in einer Wirtschaft, die sich neu sortiert. Pferde haben nicht verloren, weil sie schlecht waren. Sie passten nicht mehr zur Maschine. Du passt da sehr wohl, wenn du deine Aufgaben, deinen Qualitätsgate und deinen Wertbeitrag aktiv steuerst. Wenn du magst, schreib in die Kommentare, welche Aufgabe würdest du morgen sofort an KI abgeben? Und welche Aufgabe bleibt bei dir, weil du dort Verantwortung trägst und auch Verantwortung siehst? Zum Thema, welche Berufe bis 2030 noch existieren, habe ich ein Video gemacht. Wir sehen uns dort. Bis gleich.